Wunderschönen Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weihnachten ist vorüber, der Adventskalender ist vorbei und die meisten von euch sind wahrscheinlich gestresster als zuvor. Unendlich viele Familientreffen, wir kennen es natürlich, wieder zu viel gefressen, als der eigene Körper aufnehmen kann und wahrscheinlich die Angst, dass ihr bei meinem Adventskalender nichts gewonnen habt. Da kann ich nur sagen, keine Sorge liebe Freunde, denn ich werde mich am 31., das ist der letzte Tag diesen Jahres, durch ein Zufallsprinzip die Gewinner rausfinden und euch kontaktieren. Bis zu dem Zeitpunkt habt ihr auch noch die Möglichkeit, bei jedem Gewinnspiel mitzuwirken. Falls ihr von der gesamten Weihnachtsarie auf meinem Kanal nichts mitbekommen haben solltet, liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr keine Benachrichtigung erhalten habt. Falls euch mein Kanal noch lieb ist und falls ihr noch weiterhin den Content sehen wollt, folgt mir doch mal bitte ganz kurz und aktiviert hier die Glocke, denn Abonnent sein bringt scheinbar nichts mehr. Doch wenn wir uns gerade hier unseren Kopf zerbrechen über irgendwelche Gewinnspiele oder unnötig unzufrieden sind mit Geschenken zum Beispiel, die wir dieses Jahr zu Weihnachten nicht bekommen haben, und ich bin da nicht ausgenommen, denn ich war auch sehr unzufrieden in letzter Zeit mit den YouTube-Algorithmen, kann ich euch sagen, gibt es wesentlich gravierendere Probleme, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Wundervolle Menschen mit vielen Talenten, mit reinem Herzen und großer Willenskraft haben nicht die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, weil es ihnen an den Nötigsten fehlt. Sie haben keinen Zugang zu natürlichem Trinkwasser. Etwas für uns so absolut selbstverständlich ist. Wir kommen nach Hause, hängen uns unter den Haaren, lassen laufen, trinken, bis wir platzen, duschen uns 20 Minuten lang mit heißem Wasser, weil es sich so geil anfühlt, wenn es an unserem Körper runterläuft. Setzen uns aufs Klo, spülen noch mehrere Male und das nicht nur zu Hause, sondern wirklich, egal in welchem Loch wir uns befinden, es kann an der allerletzten, dreckigsten Tankstelle sein, gibt es Zugang zu natürlichem, sauberem Wasser. Jetzt gerade vor Weihnachten haben wir ein paar hundert Einwohner auf der Insel Enjau besucht. Obwohl sie 360 Grad ironischerweise von Wasser umgeben sind, haben sie eine stundenlange Distanz zurückzulegen, um an ihr Trinkwasser zu kommen. Genau hierzu brauche ich eure Unterstützung, liebe Freunde. Denn an diesem Herzensprojekt können wir alle gemeinsam mitwirken, den Menschen, die wirklich auf unseren Support angewiesen sind, ein wundervolles Weihnachtsgeschenk machen. Manche von euch da draußen, vielleicht auch eure Eltern, wenn sie sich das gerade anschauen, mögen sich nun denken, ja gut, Thematik kein Wasser, das haben wir jetzt von vielen Organisationen schon gehört. Aus welchem Grund sollten wir jetzt genau hier helfen? Letzten Endes zählt ja nur das Endresultat und das ist, dass den Menschen dort vor Ort geholfen wird. Ich persönlich und mit den Leuten, mit denen ich jetzt momentan zusammenarbeite, wir wollen euch nur die Sicherheit geben, dass wir 100% von dem, das heißt nicht abzüglich von irgendwelchen Verwaltungskosten, weil da ein Fuzzi irgendwas gemacht hat und deswegen kriegt er jetzt 20% von euren Spendengeldern. Nein, 100% von dem, was ihr gebt, werden wir 1:1 mit darüber tragen und in die Projekte investieren, um die es halt geht. Bei welcher Organisation habt ihr die Möglichkeit, spezifisch für dieses eine Projekt etwas zu spenden und dann im Nachhinein auch noch zu sehen, dass die Leute alles visuell festhalten, dokumentieren, das Geld rüberbringen und das Projekt von 0 bis 100 begleiten? Bei welcher Organisation wird während einer Videoaufnahme gebohrt? Ist ja Mitternacht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, bei uns, bei den Live All-Stars. Wir sind ein paar Influencer, egal ob jetzt YouTuber, Instagrammer, Facebooker, Snabbly, Chatler, haben uns auf jeden Fall zusammengetan und wollen mit euch gemeinsam ein paar wundervolle Projekte realisieren. Falls ihr mir auf Instagram Story folgt, habt ihr sicherlich die ein oder andere Impression aus Pemba schon gesehen. Es wirkte sehr stark nach Urlaub, war es aber letzten Endes gar nicht, denn der eigentliche Hintergrund war, dass 4 von uns sich dazu entschieden haben, die Verantwortung für dieses wundervolle Projekt zu übernehmen. Der liebe Marc, seine Freundin Gisem, Sabrina und ich sind für ein paar Tage nach Pemba gereist und haben uns mit unseren Freunden Matthew, dem Inhaber von dem Manta Resort, und dem Bauprojektleiter Mohammed erstmal ein Bild von der jetzigen Situation gemacht. Und das natürlich alles komplett für euch dokumentiert. Wie ihr hier gerade an den Bildern seht, sind wir auf dem Boot unterwegs zu unserem ersten Ziel. Wir fahren hier erstmal ans Festland, um zu checken, was überhaupt schon vorhanden ist und was wir noch brauchen. Jetzt haben wir hier eine alte, marode, aber noch funktionierende Pumpstation vorgefunden, die momentan die umliegenden Dörfer für abwechselnd 2 Tage die Woche mit Trinkwasser versorgt. Also schon mal definitiv nicht ausreichend. Mit einer moderneren Pumpstation mit mehr Leistung könnten wir nicht nur diese Dörfer vollständig mit Wasser versorgen, sondern auch den Einwohnern auf Enjau, auf der Insel mit den Menschen, die wir gleich noch besuchen werden, das Leben erleichtern. Das Bohrloch, was ihr hier seht,
Das wurde bereits gesetzt. Das ist der Ort, wo dann nachher die neue Pumpstation stehen wird. Mit 110 Metern Tiefe und der moderneren Technik würden wir in der Lage sein, bis zu 36.000 Liter die Stunde aus dem Grundwasser pumpen zu können. Dann muss ein Anschluss zum Stromnetz geschaffen werden und Kilometer an Wasserrohren verlegt werden. Ja, das ist definitiv viel Arbeit und einiges an Kosten, was auf uns zukommt. Wir direkt am Ufer erstmal ein paar Kids getroffen, die mit ihren Holzbooten und den leeren Gallonen und Wasserbehältern gerade angekommen sind. Nachdem sie jetzt das Boot verlassen, müssen die noch einige Kilometer laufen, um ihre Behälter auffüllen zu können, um dann wieder stundenlang erstmal zu Fuß zurückzugehen mit den vollen Behältern und mit ihren Booten dann zurückzufahren. Das ist echt zu heftig, was die auf sich nehmen müssen. Da wir das Privileg hatten, mit einem Motorboot unterwegs zu sein, seht ihr hier, haben wir einen der Jungs mit so einer gesamten Ladung mitgenommen. Was ihr jetzt als nächstes sehen werdet, sind ein paar Impressionen von der Insel Enjao selbst, wie wir die Leute treffen, wie wir sie kennenlernen und ja, denen quasi als allererstes die Informationen geben, dass wir nun diese Wasserrohre für sie verlegen werden. Kleiner Fun-Fact am Rande: Tatsächlich gibt es noch keine 20 Weiße, die diese Insel betreten haben. Vollkommen egal, wie viel ein jeder spenden möchte. Es ist jedem selbst überlassen, je nachdem, wie viel jemand entbehren kann. Ob es ein Taschengeld ist, 20 Euro, 5 Euro oder auch 1 Euro. Jede Hilfe kommt den Menschen auf Enjao zugute und wird von uns zu 100% für dieses Projekt eingesetzt. Wir wünschen uns aus tiefstem Herzen, dass wir mit euch gemeinsam dieses wunderbare Projekt finalisieren können. Und es ist auch völlig egal, wie viel letzten Endes dabei rauskommt. Wir haben uns gesagt, wir vier, Marc, Gisem, Sabrina und ich, wir werden auch mit unserem privaten Geld dazu beitragen, mit unterstützen und letzten Endes den Deckel draufsetzen. Was so viel bedeutet ist, wir werden dann den Rest der Kosten übernehmen. Für die Leute, die wirklich interessiert sind und das Video auch bis hierher geschaut haben, wirklich spenden und unterstützen wollen, aber nicht wissen, wie es vielleicht funktioniert, folgt mir doch einfach mal mit auf die Seite. Herzlich willkommen auf der Life Allstars Seite. Hier könnt ihr mal ein bisschen rumstöbern, ganz viele Informationen dazu bekommen, wer zum Beispiel alles mit von der Partie ist. Jede Menge bekannte Gesichter habt ihr hier. Wenn ihr jetzt hier oben auf unsere Projekte klickt, dann könnt ihr einsehen, was für Projekte wir momentan betreuen, wie in diesem Fall auch die Wasserleitung hier auf Enjao. Hier könnt ihr nun irgendeinen Betrag eingeben, mit dem ihr uns unterstützen wollt. Eure Angaben sind natürlich wichtig und dann könnt ihr euch entscheiden zwischen Kreditkarten oder PayPal-Zahlungen. Juhu! Jeder von uns hat verschiedene Vorsätze fürs nächste Jahr. Vielleicht nehmen wir uns doch mal gemeinsam fürs Jahr 2017 vor, ein besserer Mensch zu werden. Traut euch mal zu einem anderen Vorsatz. Vielleicht nicht nur, ich werde jetzt sportlicher oder ich höre mit dem Rauchen auf, obwohl ich natürlich hoffe, dass ihr nicht raucht da draußen, liebe Freunde. Natürlich ist das alles wichtig, aber letzten Endes lasst doch mal versuchen, vielleicht auch anderen Menschen zu helfen. Lasst nicht nur dankbarer oder sparsamer angehen, speziell was es die natürlichen Ressourcen dieses Planetens angeht. Lasst uns versuchen, gemeinsam diesen Planeten einen schöneren Ort werden zu lassen. So, und jetzt an all die Schlechtredner da draußen, die jetzt denken, ja gut, egal was ich jetzt gebe, das bringt alles nichts. Wir können die Welt nicht retten. Ja, ihr habt recht. Wir können die gesamte Welt und all ihre Probleme nicht verhindern und wir können sie auch nicht retten. Aber wir können gemeinsam mit der Energie, die wir aufwenden können, ein klein bisschen was tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Selbst wenn es nur eine Person ist, die wir retten, eine Person, der wir irgendwas geben, haben wir schon sehr vieles getan. Und wir haben das Privileg, in der Position zu sein, dass wir so viel geben können, dass wir in diesem Falle ungefähr 360 Menschen die Möglichkeit geben zu natürlichem Trinkwasser. Wie gesagt, für uns ist das absolut selbstverständlich, aber die Menschen, die dursten jeden Tag, die können ihre Sachen nicht kochen, die können ihre Sachen nicht waschen, die können ihre Farmen nicht gießen, die können nichts machen ohne dieses Wasser. Wir können diesen 360 Menschen das Fundament des Lebens ermöglichen. Zugang zu natürlichem Trinkwasser. Deswegen Leute, traut euch anders zu sein. Traut euch was zu bewegen. Traut euch mal aus der Masse rauszuspringen und nicht immer nur negativ zu denken. Traut euch gemeinsam mit uns die Welt ein kleines bisschen zu verändern und den bedürftigen Menschen zu helfen. Das war's von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich darauf, im nächsten Jahr mit euch gemeinsam dieses Projekt zu finalisieren. Denkt immer dran. Stay positive.